Grüße euch, liebe Zuseher. Ich möchte heute in Anschluss an das Vergleichsvideo Cane Corso vs. Mastino Napoletano gleich noch ein Vergleichsvideo bringen und denke mir, speziell dieses könnte für den einen oder anderen ziemlich spannend werden, denn bei diesem Vergleichsvideo geht es um die beiden Supersportler unter den Molosser-Rassen, nämlich den Dogo Argentino und den Presa Canario. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher. Wie gesagt, ein Vergleichsvideo über die beiden Supersportler der Molosser-Rassen, nämlich den Dogo Argentino und den Presa Canario. Ja, erstmal zu den Hunderassen selbst. Über den Dogo Argentino habe ich schon ein Video gebracht. Wir wissen, dass da ein Brüderpaar in Argentinien aus der damaligen noch existierenden Cordoba-Doge einen Supersport Großwild-Jagdhund erschaffen wollten und in die Cordoba-Doge mehrere europäische Hunderassen einzüchteten, einen Hund damit erschufen, der heute also für mich zumindest, als der beste Großwild-Jagdhund der Welt gilt. Ja, mit Sicherheit die Nummer 1 unter den Catch-Dogs, unter den Sauparkern ist, knapp gefolgt vom Presa Canario und ein sehr polarisierender, berühmter Hund. Ja, wird auch zur Jagd auf den Puma verwendet. Ich habe das in einem vorangegangenen Video schon einmal über den Dogo Argentino erklärt. Ein toller Hund. Ja. Der Presa Canario, eine spanische Molosser-Rasse, von der Rasse her etwas älter als der heutige Dogo Argentino, stammt ursprünglich von den Kriegshunden ab, welche die römischen Legionen nach Spanien mitbrachten. Dieser Hund ist in späterer Zeit als Jagdhund gebraucht worden, Wach- und Schutzhund gebraucht worden, als Hüte- und Treibhund gebraucht worden. Der Presa Canario. Presa Canario bedeutet heute, also der Name Presa bedeutet, der Ausdruck Presa heißt nichts anderes als Parker. Ja? Und Canario steht für die Kanarischen Inseln, was so viel bedeutet, der Parker von den Kanaren. Ja? Es gab hier, ich möchte nicht zu sehr ins Detail gehen, denn da müsste ich ein eigenes Video bringen über den Presa. Doch es gab hier von verschiedensten Verbänden Streitigkeiten, die wollten den Begriff Presa von der Hunderasse raushaben. Das Parker wollten sie weghaben. Die setzen sich dann mit dem Namen Dogo Canario durch. Heute gibt es sowohl Dogo Canarios als auch Presa Canarios. Da gibt es eine kleine, aber feine Züchtergemeinschaft, speziell auf den Kanarischen Inseln, die sagt, nein, der Presa Canario und der Dogo Canario sind zwei verschiedene Hunde. Der Dogo ist mehr molossoider, größer, schwerer. Der Presa ist mehr gebrauchstauglicher, leichter, kleiner. Und wir bleiben bei dem Namen Presa Canario. Die anderen sollen mit Dogo Canario machen, was sie wollen. Wie gesagt, ich möchte mich hier da nicht detailliert festlegen. Das ist ein bisschen eine komplizierte Geschichte. Ich kann nur aus Erfahrung sagen, ich sah Presas, ich sah Dogo Canarios und der Presa sieht aus, es ist kein Abbild vom American Staffordshire Terrier, aber ich sage mal in die Richtung wie ein großer American Staffordshire Terrier, während viele Dogo Canarios schon eher in die Richtung Cane Corso reingehen. Und da beobachte ich seit einiger Zeit einen südosteuropäischen Züchter im Internet, der behauptet, er hätte Presa Canarios. Ich würde sagen, wenn, dann hätte er eher Dogo Canarios, denn seine Hunde würden sogar in einem Cane Corso Ring mit einem sehr gut den Ring verlassen. So sehr ähneln die schon einem Cane Corso. Ja. Also, dass hier viel Schundluder mit Cane Corso Einkreuzungen betrieben wird europaweit, das ist unbestritten. Und wenn man sich wirklich für einen Presa Canario oder einen Dogo Canario interessiert in Europa und man zuschlagen möchte, dann muss man hier schon wirklich besonderes Augenmerk auf die Elternteile legen, denn zu viel Ähnlichkeit zu Cane Corsos, ja, beweist auch Einkreuzungen eines Cane Corsos. Ein echter Presa Canario sieht nicht aus wie ein Cane Corso. Ja. Okay, also wie gesagt, ein ehemaliger Kriegshund, Wach-, Schutzhund, Großwildjäger und meiner Meinung nach der zweitbeste Sauparker auf der ganzen Welt, knapp gefolgt nachher vom American Bulldog, American Pitbull Terrier, ja auch Cane Corso und so weiter. Doch lassen Sie mich nun mal wieder zu den Attributen, zu den Eigenschaften dieser beiden Hunde kommen. Und wie gesagt, es ist ein ziemlich spezielles Video für mich, da sich diese beiden Molosser sehr ähneln, ja, auch optisch sehr ähneln und eigentlich fast ident in allen ihren Charaktereigenschaften oder körperlichen Merkmalen sind. Da gibt es wirklich nur kleine Unterschiede. Deswegen sage ich, kann dieses Video eventuell für den einen oder anderen spannend werden. Ich habe das Ganze wieder in 12 Unterkategorien eingeteilt und
vergebe hier Punkte von 1 bis 10, wobei die 1 immer für das schwächste Ausmaß steht und die 10 für das stärkste. Und da können wir gleich mal mit der Triebigkeit beim Dogo Argentino beginnen. Und ich sage gleich von vorne weg, ich gebe dem Dogo Argentino bei der Triebigkeit eine 7. Bei einer Skala von 1 bis 10. Hört sich jetzt nicht wahnsinnig viel an. Doch, vergessen Sie nicht, das sind Molosser. Und eine 7 ist für eine Molosser-Rasse bei der Triebigkeit meiner Meinung nach schon wirklich ganz stark. Ja? Und der Dogo Argentino gilt als der triebigste Molosser. Verfolgt vom Presa Canario. Ja? Er ist jetzt nicht so triebig wie viele Gebrauchshunderassen und schon gar nicht so triebig wie Terrier etc. Doch er ist der triebigste Molosser, der lauffreudigste, bewegungsfreudigste Molosser. Und das muss er auch sein. Er ist ein sehr beliebter Großwildjäger. Ja, also der sollte schon eine gewisse Triebigkeit aufweisen. Also eine 7 beim Dogo Argentino. Beim Presa Canario ist das nicht viel weniger. Ich gebe dem Presa Canario bei der Triebigkeit eine 6. Was auch noch eine sehr hohe Bewertung ist für einen Molosser. Wenn Sie schauen, ich habe dem ebenfalls bewegungsfreudigen Cane Corso hier nur eine 5 gegeben. Ja. Also der Presa ist schon bewegungsfreudiger als der Cane Corso, also triebiger und doch nicht ganz so triebig wie der Dogo Argentino. Also dem Presa Canario hier eine 6. Bei der Leistungsfähigkeit. Für mich ist der Dogo Argentino nicht nur der leistungsfähigste Molosser, sondern gehört mit Sicherheit auch zu den leistungsfähigsten Hunderassen auf der ganzen Welt. Und hier bewerte ich die Kraft, gepaart mit der Ausdauer, gepaart mit Beweglichkeit und Geschwindigkeit. Ja. Und hier ist der Dogo von wenigen Hunderassen weltweit zu fordern, sage ich mal. Ja. Hier gab ich damals den American Pit Bull Terrier eine 10 und ich gebe auch hier dem Dogo Argentino eine 10. Ja. Der Hund ist leistungstechnisch eine Kanone, also eine 10 für den Dogo Argentino bei der Leistungsfähigkeit. Und der Presa Canario hängt da nicht viel nach. Der Presa Canario gehört mit Sicherheit auch zu den leistungsfähigsten Molossern. Vielleicht knapp geschlagen von Dogo Argentino, ja, aber mit Sicherheit zu den leistungsfähigsten Molossern und zu den leistungsfähigsten Hunderassen auf der ganzen Welt. Ein Presa Canario ist ein extrem schneller, kraftvoller, dynamischer, beweglicher Hund. Ja. Ich gebe dem Presa Canario bei der Leistungsfähigkeit eine 8 und möchte hier ganz kurz ausschweifen. Wir Österreicher waren die ersten, die Napoleon damals in einer offenen Feldschlacht geschlagen haben. Das war im heutigen 22. Bezirk in Aspern. Und Napoleon sagte damals zu einem seiner Offiziere: Was, du hast die Österreicher nicht bei Aspern gesehen? So hast du nichts gesehen. Ich sage das deshalb, weil dieser Spruch bezogen auf diese beiden Hunde, Dogo Argentino und Presa Canario, auch passt. Nämlich, wenn Sie noch nie einen Dogo Argentino oder einen Presa Canario in Action gesehen haben, dann haben Sie noch nichts gesehen. Ja. Deswegen habe ich hier ausgeschweift. Territorialverhalten. Hier wird es interessant. Dogo Argentino wurde eigentlich niemals speziell als Wach- und Schutzhund gezüchtet. Der hatte eigentlich immer als Hauptaufgabe die Großwildjagd. Selbstverständlich wurde er auch als Wach- und Schutzhund gebraucht, doch das war nie seine Hauptaufgabe. Ja. Während der Presa Canario sehr wohl auch als Hauptaufgaben den Wach- und Schutzdienst hatte. Ja. Dennoch hat der Dogo Argentino ein sehr stark natürlich ausgeprägtes Territorialverhalten. Ja. Und ich gebe beim Territorialverhalten dem Dogo Argentino eine 7. Doch der Presa Canario schlägt den Dogo hier. Gerade der Presa Canario ist bekannt dafür, nicht nur unter den Molosser-Rassen ein sehr überaus ausgeprägtes Territorialverhalten vorzuweisen, sondern im Vergleich mit auch anderen Hunderassen. Und wenn ich Herdenschutzhunderassen eine 10 vergebe beim Territorialverhalten, und die haben sie verdient, gebe ich hier dem Presa Canario eine gute 9. Und die hat er verdient, der Hund. Ja. Beim Schutztrieb ähneln sich die beiden vollkommen. Ja. Bei beiden der Schutztrieb sehr stark ausgeprägt. Ich möchte den Dogo Argentino hier einen natürlichen Schutztrieb von einer 8 vergeben, ja, und auch dem Presa Canario beim Schutztrieb eine 8 geben. Bei der Verträglichkeit mit gleichgeschlechtlichen anderen Hunden. Hier rede ich von unkastrierten, erwachsenen Hunden, egal ob Hündin oder Rüde. Ja. Es ist so, dass sowohl der Dogo Argentino als auch der Presa Canario selektiert wurden bei der Zucht, um mit anderen, auch gleichgeschlechtlichen Hunden in der Meute jagen zu können. Beim Dogo Argentino hat das wunderbar immer funktioniert. Es funktioniert auch wunderbar beim Presa Canario. Doch
Das sind alles Hunde, die von klein auf darauf trainiert werden. Wenn Sie als Besitzer eines Dogos oder eines Bresas und nicht Besitzer einer Meute, ja, diesen Hund besitzen, dann sind das, wenn Sie nicht von klein auf gewöhnt sind, in der Meute, ja, unterwegs zu sein, auch mit gleichgeschlechtlichen Hunden, können das ziemlich dominante Rüden werden. Die sind sich ihrer Kraft bewusst, das sind Kraftpakete, die wissen, dass sie stark sind, ja, und möchten dementsprechend auch hier und da mal anderen gleichgeschlechtlichen Hunden gegenüber dominieren. Ja. Deswegen vergebe ich bei der Verträglichkeit sowohl beim Dogo Argentino eine 5 und auch beim Presa Canario eine 5. Ich glaube, dass ich damit gut fahre. Gesundheitstechnisch, da sind diese beiden Hunde wunderbar. Ja. Und wäre es beim Dogo Argentino nicht so, dass es Fakt ist, dass rein weiße Hunde oftmals an Taubheit erkranken, ja, oder vermehrt zu Hautkrankheiten neigen. Ja. Das ist nicht in Stein gemeißelt und nicht jeder Dogo Argentino wird einmal taub werden und nicht jeder Dogo Argentino wird einmal Hautkrankheiten bekommen. Doch rein weiße Hunde neigen eher dazu. Ja. Und wäre das nicht so, würde der Dogo Argentino von mir eine satte 10 bekommen. Da er anatomisch gesehen ein sehr, sehr gesunder Hund ist, der nicht allzu schwer ist, ja, und aufgrund seiner enorm mächtigen Muskulatur, die seinen schlank muskulösen Körper, ja, zusammenhält, ja, neigt dieser Hund auch nicht so stark zu HD wie andere Hunde mit in derselben Gewichtsklasse. Ja. Also er bekäme von mir eine satte 10, wäre das nicht das Problem mit das reinweiße Hunde und so weiter. Ja. Also vergebe ich hier dem Dogo Argentino eine 9. Und dem Presa Canario, den gebe ich hier bei der Gesundheit eine satte 10. Der Hund neigt weder so sehr wie andere Hunde zur HD, dann ist er nicht reinweiß, das heißt, er hat auch mit der Haut oder ist nicht dafür bekannt, Hautprobleme zu bekommen und so weiter, wie zum Beispiel der Dogo Argentino. Und auch sonst gibt es nicht irgendwelche speziellen Krankheiten, die besonders oft bei einem Presa Canario auftreten. Ja. Natürlich kann der Hund genauso erkranken an allen Krankheiten wie andere Hunde auch. Doch es gibt hier nichts Explizites, wo man sagt, ja, der Presa Canario ist dafür bekannt, das. Ja. Und dadurch, dass dieser Hund eine sehr gesunde Anatomie aufweist, gepaart mit einer wunderbaren Muskulatur, welche sein Skelett stützt, ja, vergebe ich dem Presa Canario hier eine satte 10 bei der Gesundheit. Ja, und das trifft bei diesem Hund völlig zu, meiner Meinung nach. Bei der Größe, der Dogo Argentino ist der größere Hund. Ja. Wie gesagt, wir halten uns jetzt hier auf den Presa Canario und nicht auf den Dogo Canario, der in etwa die Größe eines Dogo Argentinos bekommt. Der Presa Canario allerdings nicht. Der wird etwas kleiner als der Dogo Argentino. Ja. Und der Dogo Argentino gehört nicht zu den sehr großen und nicht zu den Riesenrassen, aber der Dogo Argentino ist ein großer Hund. Ja. Pendeln sich bis knapp unter 70 cm Schulterhöhe ein und hier kann man schon von einem großen Hund sprechen mit über 50 Kilo Gewicht. Also bekommt er von mir bei der Größe eine 8. Und der Presa Canario, der doch ein Stück kleiner und ein Stück leichter ist, bekommt hier von mir bei der Größe eine 7. Beim benötigten Platz, da kann es beim Dogo Argentino und beim Presa Canario etwas happig werden. Schauen Sie, es sind beides große Hunde. Ja? Also der Presa ist kein sehr großer Hund, aber er gehört zu den größeren Hunderassen. Der Dogo gehört zu den großen Hunderassen und beide sind recht triebig. Der Dogo hat eine Triebigkeit von 7 und der Presa eine Triebigkeit von 6. Schauen Sie, und es sind sicher keine Hunde, die wie kleine Terrier ständig unterwegs sind in der Wohnung. Dennoch bewegen sie sich sicher mehr als ihre Molosser-Verwandten, Cane Corso, Bullmastiff und so weiter. Ja. Also die sind da sicher ruhiger. Deswegen würde ich sagen, beim benötigten Platz gebe ich den Dogo Argentino eine 7 und den Presa Canario ebenfalls eine 7. Fellpflege sind sie, also das ist keine Hexerei. Das sind beides kurzhaarige Hunde, die haben nicht viel Unterwolle, kaum Unterwolle. Das Fell zu pflegen sollte bei beiden hier keine Hexerei sein und deswegen gebe ich dem Dogo Argentino bei der Fellpflege eine 3 und dem Presa Canario auch eine 3. Bei den Futterkosten, ja, da kann der Dogo Argentino schon ein bisschen oben anklopfen. Ja, also der bewegt sich da schon rauf. Und zwar vergebe ich deswegen dem Dogo Argentino hier eine 8, da der Dogo doch oftmals bis über 50 Kilo schwer wird, an die 70 cm Schulterhöhe bekommt und ein triebiger Hund ist. Das heißt, das ist ein großer, starker Hund, starke Muskulatur, möchte sich viel bewegen, verbraucht viel Energie, ergo hat viel Appetit. Deswegen beim Dogo Argentino bei den Futterkosten eine 8 und
Die bekäme der Presa Canario von mir auch, doch ist der Presa Canario etwas leichter und etwas kleiner. Deswegen bekommt der Presa Canario bei ähnlicher Triebigkeit, ähnlicher Statur, ähnlichem Energieverbrauch von mir bei den Futterkosten eine 7. Und bei der Familientauglichkeit, schauen Sie, wenn es rein darum geht, wie sich die Hunde gegenüber ihren Familienmitgliedern verhalten, würde ich beiden eine 10 geben. Da gibt es ganz wenig Hunde, wo ich weniger als eine 10 geben würde. Ja. Doch, es ist so, es geht hier ums engste Zusammenleben mit Vater, Mutter, Kind, also wie gesagt auf engstem Raum. Und Togo, sowohl der Togo als auch der Presa sind oft Hunde, die können auch zu Hause manchmal einen Energieanfall bekommen. Wissen Sie, was ich meine? Nicht jetzt, so wie jeder andere Hund auch, doch das sind Hunde mit steinharten Muskeln, die nehmen etwas Gewicht mit. Ja? Und wenn die in der Wohnung einen Energieanfall haben oder was und mal schnell wegspringen, aber fliegt schnell mal ein Kind herum, ja? Oder kann auch sein, dass sie schnell mal stolpern und so weiter und so fort. Aber das sind jetzt, Sie verstehen, was ich meine. Ja? Und das muss ich einfach mit einberechnen bei diesen Punktevergaben und deswegen gebe ich bei der Familientauglichkeit sowohl den Togo Argentino eine 7 als auch den Presa Canario eine 7. Wie gesagt, aber verstehen Sie mich nicht falsch, das soll nicht heißen, dass das jetzt, weil ich glaube, der Cane Corso und der Mastino haben beiden von mir eine 9 bekommen, dass es beide schlechtere Familienhunde sind. Das ist nicht so. Man muss hier mehrere Dinge betrachten bei dieser Punktevergabe und da sage ich mal, wäre ein Cane Corso zum Beispiel jetzt unauffälliger, ja, bei der Familientauglichkeit. Das soll jetzt nicht negativ für den Togo oder für den Presa wirken. Sie verstehen schon, was ich meine. Gut, dann sind wir bei der Ersthundetauglichkeit. Und hier können beide nicht punkten. Weder der Togo Argentino noch der Presa Canario sind taugliche Ersthunde, meiner Meinung nach überhaupt nicht. Ich vergebe hier dem Togo Argentino eine 2 und auch dem Presa Canario eine 2. Ganz einfach, ich sage Ihnen etwas, wenn Sie ein erfahrener Hundehalter sind, wenn Sie ein Kenner sind, haben Sie sowohl mit dem Togo Argentino als auch mit dem Presa Canario zwei der wahrscheinlich beeindruckendsten, besten und weiß ich nicht, dynamischsten Hunderassen auf der ganzen Welt zu Hause. Doch wenn Sie ein absoluter Anfänger sind, ja, dann sind genau diese beiden Hunde wahrscheinlich die schlimmsten Hunde, welche Sie sich aussuchen könnten. Ich bin mir sicher, wenn Sie diese Hunde mit völliger Unkenntnis erziehen und Fehler machen, ja, dann haben Sie absolut keine Freude damit, mit diesen Hunden vor die Haustür oder vor die Wohnungstür zu gehen. Ich sah Togo Argentinos, welche schlecht erzogen waren und glauben Sie mir, die Besitzer dieser Hunde hatten kein schönes Leben. Dasselbe kann Ihnen mit dem Presa auch passieren. Wie gesagt, deswegen ein Togo Argentino bei der Ersthundetauglichkeit bei mir eine 2 und der Presa Canario ebenfalls eine 2. Und wenn Sie mich fragen, bei wem würdest du eine 1 vergeben? Ja, bei vielen Herdenschutzhunderassen würde ich eine 1 vergeben. Ja, ich lasse das jetzt mal noch so stehen. Sie können sehen, dass sich der Togo und der Presa nicht viel unterscheiden. Ja? Und das ist eben halt mal so. Ja? Das sind beides ähnliche Hunderassen. Sie ähneln sich auch optisch. Der Hauptunterschied liegt bei diesen beiden in einigen Zentimetern Schulterhöhe Unterschied und in der Farbe. Ja? Da der Togo immer nur rein weiß ist. Doch ansonsten ähneln sie sich, sowohl im Charakter als auch in der Leistung, ja, ja, von allen heute. Ja. Es sind zwei Top Hunde und wenn Sie mich jetzt in die Schnelle fragen, welchen Hund würdest du dir nehmen? Denn mir gefallen beide sehr gut und ich bin ein Molosser-Fan, wie Sie wissen. Ich könnte es Ihnen schnell gar nicht sagen, aber ja, Sie haben recht, ich habe mir natürlich schon Gedanken gemacht und mich auf diese Frage vorbereitet. Ich würde mich für den Presa entscheiden, aber nicht, weil es der bessere Hund ist, sondern einfach nur, weil ich hier mehr Farbauswahl habe. Ja. Das ist der einzige Grund. Ansonsten sind die beiden für mich ebenbürtig. Ich käme mit beiden oder ich würde gerne mit beiden zusammenleben. Beides Top-Hunde. Togo Argentino und Presa Canario. Und wie gesagt, hier ist die Wahl wirklich eine Qual. Und ja, ansonsten gibt es eigentlich nur mehr zu sagen, für jeden Molosser-Liebhaber und für jeden Kenner sind beide, sowohl der Togo Argentino als auch der Presa Canario immer und absolut immer eine Wahl. Das war's schon wieder. Bis zum nächsten Mal.